Motorradfreunde, fett, dass ihr wieder da seid. Ich bin ja am Start des Strasbourg und hinter mir fährt geradeaus der TGV Euro Duplex. Wahrscheinlich sind wir in Deutschland, ich bin mir nicht sicher, ich habe den Fahrplan geschnallt, das ist ein bisschen unübersichtlich hier mit Abfahrzeiten. Jedenfalls hat Kato genau dieses Modell 2025 angekündigt und auch ausgeliefert, rechtzeitig vor Weihnachten. Lag natürlich bei mir dann unterm Weihnachtsbaum. Wir schauen uns mal das Original genauer an gleich und auch die Kopie von Kato, der Nachbau. Und ja, dann machen wir ein paar Vergleichsbilder. Und hier nebendran sehen wir noch einen TGV Euro Duplex, und zwar den Wigo, der ebenfalls gerade hier eingefahren ist. Also, wir testen das mal. Bis gleich. Und eigentlich frage ich mich, wieso ich eigentlich am fucking kältesten Tag ausgerechnet hier bin. Aber bevor wir uns das Kato-Modell anschauen, werfen wir einen kurzen Blick auf das Original. Denn nach dem orangenen TGV Sud-Est 81 und dem TGV Atlantique und Réseau in den 90ern gehört der Euro Duplex seit 2011 zur dritten Generation der TGV, gebaut von Alstom als TGV 2N2. 2 Stockwerke, rund 200 Meter lang und wenn er darf, ballert er auch gerne mal mit 320 durch die Landschaft. Beim 1:1 Vergleich mit dem Original fällt natürlich sofort die Farbe auf. Während das Original in Frankreich schon ordentlich durchgebrutzelt wurde von der Sonne, kommt der Kato druckfrisch aus der Schachtel. Oben sehen wir den TGV 4714, während sich Kato unten für die Variante 4711 entschieden hat. Das fällt dahingehend auf, dass die TGV Inouï-Logos teilweise an unterschiedlichen Stellen platziert sind, ist aber beim 4711 tatsächlich so wie auch beim Modell von Kato. Wir müssen aber über die Abstände zwischen den Wagen reden. Während beim Original eine Gummilippe den Abstand aerodynamisch optimiert, hat Kato hier einen ganz ordentlichen Spalt gelassen. Das hätte man unter Umständen ein bisschen optimieren können. Nachträglich lässt sich wegen der Kupplungsmechanik leider nichts mehr verbessern. Die Gravuren sind weitestgehend vorhanden, hätten teilweise vielleicht noch ein bisschen tiefer sein können. Der Gesamteindruck stimmt aber für mich zu 100%. Die Fahreigenschaften und die Stromaufnahme sind ebenfalls absolut top und preislich braucht sich der Kato TGV absolut nicht zu verstecken. Das können andere Hersteller deutlich schlechter und teurer. Aber wenn man mal noch genauer hinschaut, wie hier beim Kato-Vorbild der Kölsche 4711, dann fällt doch tatsächlich ein Detail auf. Und nein, es sind nicht die klappernden Lüftungsgitter oben, es ist die aerodynamische Drehgestellabdeckung des ersten Drehgestelles am Wagen. Stopp! Hier sehen wir sie genau. Da wurde ein Teil aufgeschweißt, wahrscheinlich bei einer Revision, was allerdings beim Kato-Modell nicht abgebildet wurde. Das liegt aber daran, dass Kato das Modell ursprünglich von einem Lyria gebaut hat und der Inouï nur eine Bedruckungsvariante ist. Jetzt aber schnell auf Gleis 27 im Gare d'Est in Paris. Links steht schon der Euro Duplex nach Karlsruhe bereit. Rechts steht noch ein TGV Réseau aus den 90ern, ebenfalls Inouï-Lackierung. Darf ich mir den bitte hier offiziell bei Kato auf die Wunschliste schreiben? Hört mich bitte jemand? Und jetzt bitte einsteigen in den TGV Inouï Euro Duplex Paris nach Karlsruhe. Die Fahrpreise sind eigentlich human. Die erste Klasse ist nicht so sonderlich viel teurer als die zweite und es gibt immer mal wieder gute Schnäppchenangebote in der SNCF-App. Augen offen halten. Ein paar Treppenstufen später darf man dann in den Sofasitzen der erste Klasse flexen. Die sind echt ultra bequem. Ähnlich bequeme Sitze gab es früher auch mal in den Coray-Wagen der SNCF. Kein Vergleich zu den harten ICE-Strafbänken in Deutschland. Ein Fläschchen Wein, ein Baguette und ein funktionierendes WLAN später kommt man dann nach 2,5 Stunden schon wieder in Karlsruhe an. Unterwegs gibt es dann auch immer mal wieder spannendes Material der SNCF zu sehen. Und bevor wir uns den Kato TGV gleich von innen anschauen, schauen wir jetzt erstmal ein paar Fahrzeuge an.
Ich finde, Kato hat hier echt ein schönes Modell abgeliefert. Die Proportionen stimmen, der Gesamteindruck und viel wichtiger, das typische TGV-Feeling. Wenn ich am Bahnhof stehe, kommt bei dem Zug echt rüber. Am besten gefallen mir die Kato-typischen, sehr filigranen Stromabnehmer. Komplett aus Kunststoff. Rechts der Pantow für das französische Netz, links für das deutsche Netz. Die Pantows lassen sich auf jede beliebige Höhe einstellen und viel wichtiger, da bleiben die dann auch. Außer die Schleiferplatte, die steht eigentlich immer schief. Leider ist im motorisierten Steuerwagen kein Platz für einen Lautsprecher, deswegen habe ich dort nur einen NEM 651 Decoder eingesteckt. Im nicht motorisierten Steuerwagen war hingegen ein bisschen mehr Platz, da habe ich dann einen NEM 651 Sounddecoder eingesteckt, eine kleine Öffnung in den Rahmen gefräst, damit das Kabel durchpasst und unter dem Rahmen dann den ESU Sounddecoder Locksound 5 Mikro versteckt, mit Isolierung natürlich. Der dazugehörige Lautsprecher gleich nebenan, das passt da perfekt rein. Man muss sagen, der TGV Originalsound ist es nicht so anspruchsvoll. ESU hat das aber in dem Soundprojekt ganz gut hinbekommen. Das Soundprojekt liefert genau das TGV-Feeling, das ich gerne hätte. Die Kupplungen zwischen Triebkopf und erstem Wagen sind einfache Clipskupplungen. Zwischen den weiteren Wagen hingegen, mit den Jakobsdrehgestellen, ist das ein bisschen schwieriger. Die Kupplungsstege müssen da recht kräftig eingedrückt werden und gehen auch relativ schwer wieder auseinander. Ich überlege ernsthaft, ob ich mir dieses Lüfterklappern auf mein ESU Sound Projekt als Funktion drauf packe. Gehört schon irgendwie dazu, oder? Aber jetzt sagt mir, was ist eure Meinung zum Kato Euro Duplex? Habt ihr euch den gegönnt? Zögert ihr noch oder ist er gar nichts für euch? Schreibt das bitte unbedingt in die Kommentare. Eine Sache noch, im Hintergrund habt ihr eben auch den bunten TER Strasbourg-Basel mit der Subic gesehen. Wäre das ein eigenes Video wert? Ich bin sehr gespannt. Au revoir, mesdames et messieurs.